Hallo Jäger, ja, schön, dass ihr da seid. Heute werde ich euch mal Bunsis Farm zeigen. Kommt mal rein hier. So, hier steht schon mal ein Quad, mit dem fahre ich manchmal dann hier auf die Schießbahn, die ja unten ist hier. Gewehr auf die Schulter und ab dann. So, und jetzt kann man hier schon mal sehen, warum das hier Oase heißt. Wir sind jetzt gerade im März und wir sind eigentlich noch in der Regenzeit, obwohl das Wetter hier jeden Tag fantastisch ist, bis 30 Grad. Und jetzt hat hier ein letzter Regenguss hat hier irgendwie mal den ganzen die ganze Wand da weggespült und die wird jetzt mal gerade hier neu gezogen vom Maurer. Und dann ist das alles wieder picobello schön, ne? Ja, für die Angler haben wir auch was hier. So, und jetzt schaut mal hier, also neben der Jagd kann man sich natürlich hier die Zeit auch richtig schön versüßen mit ein paar Drinks und ein paar Snacks am Pool. Und wer sich abkühlen muss hier, 30 Grad, hier steigen dann auch immer die coolen Poolpartys. So, und jetzt können wir hier einmal gucken. Hier sitzen wir dann sehr oft abends oder auch tagsüber, haben unsere Waffen hier und probieren ein bisschen rum und gucken hier in die Ferne. Und hier ist auch ein Wasserloch unten. Also man hat hier von der Terrasse eigentlich immer Anblick mit Antilopen. Hier sind Springböcke, Wasserböcke, Kudus kommen hier hin. Schweine sieht man hier sehr oft. Und wenn jetzt auch jemand auf der Schießbahn ein bisschen schießen geht, der kann mehr oder weniger mit dem Quad oder zu Fuß runtergehen. Die ist im Grunde hier in Sichtweite, 500 Meter von hier fängt die an. Und dann hört man hier oben schön immer die Dongs und die Dongs. Und hier sitzen wir dann immer schön tagsüber zum Kaffee und Kuchen oder abends und machen unsere Instagram-Stories, laden wir hoch. Natürlich gibt es WLAN hier oder Wi-Fi. Das heißt, man kann von überall hier schön immer mit der Außenwelt kommunizieren. Ja, und hier kann man sich das, wie gesagt, jeden Tag richtig schön gut gehen lassen. Gefrühstückt wird meist hier morgens. Und ganz wichtig, komm mal hier, das zeige ich dir mal. Meine wichtigste tägliche Informationsquelle zum Schießen auch, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Jetzt haben wir es gerade 24 Grad, 53% Luftfeuchtigkeit. Und schaut mal hier, was hier für schöne Trophäen sind. Hier haben wir eine kleine Miezekatze. Und da kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie riesig der Gepard ist. Rotkatze. Richtig? Genau. Karakal. Ja, eine Kuhantilope. Oder auch Hartebeest genannt. Und hier haben wir noch ein schönes Gnu. Und da gibt es ja auch ein schönes Video, wo ich mit dem Bunsi einen Gnu jagen gehe. Ja, und hier vor dem Kamin haben wir auch schon ein bisschen Jägerlatein gesprochen. Hier. Und jetzt kommt mal mit, hier gehen wir in die Küche, mal gucken, ob die Yvonne, das ist die Frau vom Bunsi, die kocht jeden Tag hier fantastisch. Und Leute, ich sage euch eins, nur fürs Essen lohnt sich das hier hinzukommen. Ja, hallo. Hallo. So, und hier ist das Reich von der Yvonne. Und hier sind die kleinen Bunsis. Und hier wird immer schön gekocht. Ne? Genau. Ausnahmsweise gehen wir mal hier in die Privaträume vom Bunsi. Bunsis Wohnzimmer. Leopard. Und hier sind auch noch mal ein paar schöne Trophäen. Aber das Allercoolste natürlich ist hier, guckt euch mal diese Riesenkatze an hier. Ist ja wohl der Hammer, oder? Okay, dann gehen wir jetzt so direkt zur Ladekammer. So, für frische Eier ist natürlich auch gesorgt. Hier sind die Hühner. Und ab und zu müssen wir uns hier auf die Lauer legen, um Paviane zu jagen, weil die hier natürlich die Hühner gerne stehlen. Genau. Ja. Und jetzt sind wir hier mal über die Farm gegangen. Und hier gibt es noch ein anderes Gebäude.
Und das ist jetzt nochmal richtig interessant für die Jäger und für die Widerlader. Okay, hier gucken wir mal. Hier ist die Widerladerkammer vom Bunsi und die hat man ja schon das ein oder andere Mal gesehen in den Videos und in den Instagram Stories. Und was Bunsi jetzt neu hat oder was gerade hier im Aufbau ist, das ist hier für die Gäste eine Widerladekammer. Das heißt, alle Jäger, die hier hinkommen und Schießtraining machen wollen oder auch Long-Range-Schützen, die haben hier halt so in Zukunft die Möglichkeit, ihre Patronen und ihre Geschosse selber fertig zu machen und auf die Schießbahn zu gehen, rumprobieren. Man darf ja mit dem Flugzeug eigentlich immer nur 5 Kilo Munition mitnehmen und das ist natürlich für jemanden, der Schießtraining machen will, nicht besonders viel. Das heißt, man kann Geschosse mitbringen und auch Hülsen. Das Pulver kann man dann hier kaufen und die Zündhütchen. Ja, und dann, wenn man natürlich besondere Kaliber hat, muss man die Matrize auch noch mitbringen. Ja, das macht Sinn, aber ansonsten hier wiederladen und dann ab die Post. Ja, und ich habe die letzten Tage hier schon kräftig wiedergeladen nach Bunsis Anleitung. Und hier sind noch ein paar abgeschossene Hülsen, die müsste ich auch noch fertig machen, 6,5 Creedmoor. Hier sind noch die Matrizen, alles eingestellt, auch für die 300 PAC. Ja, und da werde ich die Tage nochmal hier, weiß ich nicht, 100, 200 Schuss fertig machen und dann direkt wieder boom, boom, unten auf die Long-Range-Bahn gehen. Und guck mal hier, was ich hier sehe, wenn ich schon gerade hier drin bin. Das bietet der Bunsi auch noch an. Und zwar hier Bogenjagd. Das ist auch etwas, was bei mir noch echt auf dem Programm steht. Bisher habe ich das nur mal ein bisschen probiert. Das will ich unbedingt machen. Da werden wir irgendwann noch mal eine richtig, richtig coole Serie machen bei Jagd Total. Denn Bunsi ist hier auch nicht nur Berufsjäger für Bogenjagd, sondern er ist auch der Ausbilder für die Berufsjäger. Das heißt, er bildet alle Berufsjäger aus, die hier Bogenjagd ausüben wollen mit Jagdgästen. Ja, habe ich das richtig gesagt? Genau so. Wunderbar. So, und hier sind ein paar Compound-Bögen. Und ja, da freue ich mich schon drauf, wenn wir das richtig angehen. Und da werden wir irgendwann, wie gesagt, bei Jagd Total eine richtig coole Serie machen, von A bis Z Bogenjagd, wie man einsteigt, was für Bögen, wie man schießt und so weiter. Natürlich dann auch irgendwann hoffentlich bis zum Jagen. Ja, aber das ist nicht so einfach und da muss man wirklich auch trainieren. Ja, Bogenjagd. Hier sind wir jetzt hinten im Garten und hier kann man schon sehen, frische Zitronen von den Bäumen, frische Orangen und Bananen. Die sind zwar jetzt nicht reif gerade. Und dann gibt es hier noch einen schönen Garten. Und hier habe ich die geilsten Tomaten gegessen, die es einfach gibt auf dieser großen, weiten Welt. Ja, und hier kann man Urlaub machen, nicht nur als Jäger. Natürlich auch kann man seine Freunde mitbringen, seine Frau, Kinder. Ja, es kommen also viele Familien hier auch. Und dann kann man kombinieren Jagd mit dem Schießen oder auch ein bisschen Sightseeing machen. Hier Etosha-Pfanne ist nicht so weit oder man kann da zur Küste fahren. Und ja, für Jäger gibt es natürlich besondere Angebote und da bietet der Bunsi auch ein paar Pakete an. Zum Beispiel für einen Namibia-Neuling oder für jemanden, der schon mal hier war oder für den Experten, der schon ein paar Mal in Namibia war. Der sucht natürlich dann vielleicht eine etwas andere Herausforderung. Und dafür gibt es super Pakete, auch noch für Long-Range-Schützen nochmal separat oder auch für Bogenjäger. Da schaut mal bitte auf der Website jagdoase.de. Da findet ihr also auch noch mehrere Informationen dazu. Wenn ihr was Besonderes wollt, dann fragt ihr einfach den Bunsi über die Website, also über E-Mail oder über die Social Media und dann bekommt ihr natürlich auch ein individuelles Angebot. Okay, dann habt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick von der Farm hier bekommen. Also es ist wirklich, wirklich wunderschön hier. Und natürlich ist das Wetter einfach traumhaft hier. Und jetzt gehen wir mal auf die Schießbahn. Und hier sind wir jetzt auf der Schießbahn vom Bunsi. Und hier können wir bis 2000 Meter schießen. Aber ich mache jetzt mal einen 200 Meter Schuss. Okay, und jetzt sind wir hier auf der Real-Life-Schießbahn in den Hügeln vom Bunsi. 806 Meter. Und wir gehen natürlich auch auf Jagd.